Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits, einem neuen Einzelreview zu einer Achterbahn. Und dafür geht es heute zu Wildfire. Eine Bahn, die vor 9 Jahren eröffnet hat. Wir vor 9 Jahren hier waren, nicht fahren konnten. Die Geschichte kennt ihr, wenn ihr den Kanal schon ein bisschen länger verfolgt. Und Wildfire ist eine wirklich große, besondere und außergewöhnliche Achterbahn, die aus Holz und Stahl gefertigt wurde. Es ist ein Hybrid-Coaster und das Ding ist hoch, das Ding ist groß, das Ding ist schnell, hat verrückte Fahrelemente und ist einfach auch noch richtig schön. Und das passt sehr gut zum Setting hier, denn wir sind in Kolmården und das ist so eine Art Zoo mit Freizeitpark, aber überwiegend Zoo in Schweden. Und hier befindet sich die Achterbahn Wildfire von AMC Rocky Mountain Constructions, ein sogenannter Topper Track. Oh weia. So, jetzt hattet ihr einen kleinen Einblick erstmal in die Fahrt selber auf Wildfire. Wildfire ist wie gesagt ein sogenannter Topper Track, eine Hybrid-Achterbahn, und das bedeutet, du hast halt bei dem Topper Track sehr viele Lagen Holz, wie bei einer Holzachterbahn, aber etwas viel mehr Stahl obendrauf als Lauffläche. Und die Stützen sind eigentlich auch aus Holz, hier aber auch mit einem sehr hohen Stahlanteil, weil der ganze Coaster in den Berg hier reingebaut wurde. Man einen krassen Blick über den See hat, der direkt hier an Kolmården angrenzt, der riesengroß ist. Und der Unterschied ist halt auch nochmal zu diesem iBox-Track, der eigentliche Track von AMC, dass da halt eine große Stahlkiste auf dem Holzstützen liegt, und hier ist es dann halt wirklich wie bei einer Holzachterbahn eine Holzschiene mehr oder weniger. Das wird so aber nicht mehr gebaut. Macht AMC nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch iBox-Track oder das Retrack-Verfahren, was sie haben, oder den Raptor-Track. Und es gibt auch nicht mehr viele, und es gab nie sehr viele Topper-Track-Achterbahnen von AMC. Aber damit ihr eine mal wisst, was ist das für eine Art Achterbahn, die übrigens einmalig in Europa ist. Und es gibt in Europa sonst noch 2 iBox-Track und 2 Raptor-Track von Rocky Mountain Constructions. Wildfire hat übrigens einige Fakten erstmal, die total spannend und interessant sind, weil es ja so eine große Achterbahn ist, die 1265 Meter lang ist. Damit eine Fahrzeit von rund 2 Minuten. Der First Drop übrigens, also die erste Abfahrt, der erste Sturz nach unten, hat einen Neigungswinkel von 83 Grad. Das ist fast ein ganzes Geodreieck. Aber bevor man den runterstürzt, fährt man so einen kleinen Kringel, fährt noch mal ein Stück hoch. Man sieht erst gar nichts und man stürzt quasi ins Nix. Die Höhe der Bahn beträgt 56 Meter insgesamt, und die Höhe mit dem Winkel, dem Gewicht des Zuges, sorgt dafür, dass ihr am Ende auf eine Spitzengeschwindigkeit von 115 km/h kommt bei Wildfire, was ja eine Hybrid-Holzachterbahn in einem Zoo ist. Das muss man sich auch mal erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es wirken Kräfte von bis zu 4 G auf euch während der Fahrt. Das bedeutet, würdet ihr 100 Kilo wiegen, seid ihr an den Punkten 400 Kilo schwer. Für weniger als ein Bruchteil einer Sekunde. Das wird im Fernsehen immer dann gerne verglichen mit, das ist härter als das, was Astronauten aushalten müssen. Nur machen das Astronauten nicht nur ein paar Bruchteile von Sekunden, sondern über einen viel längeren Zeitraum. Es geht auch über Kopf, und die sogenannten Inversionen an der Zahl sind 3 bei Wildfire. So, und wenn sich Dieter jetzt da vor dem Bildschirm denkt, hör mal, da knüppel ich auch mal eben im Schrebergarten für meinen Enkel zusammen. Das ist kein Problem, wenn du nach Hornbach fährst, sagst du dem, du brauchst 1200 Kubikmeter Holz, und die knallst du dann schön mit 130.000 Bolzen zusammen. So, ganz wichtig für einige ist auch, ab 1,20 Meter Körpergröße könnt ihr bei Wildfire mitfahren. Feuerfrei, ne? Also bald feuerfrei. Wir laufen jetzt noch ein bisschen auf einer anderen Seite von Wildfire lang. Ich möchte natürlich auch, das ist ja das Wichtigste, mit euch über das Layout sprechen, also den Streckenverlauf von Wildfire. Und
Diesen Kringel oben haben wir ja bereits erwähnt und jetzt gerade fahren sie dann auch diesen kleinen Hügel hoch, um hier den First Drop runterzustürzen. Ich finde, das sieht von unten dramatischer aus, als wenn du es irgendwie fährst. Der ist gar nicht so steil am Ende, aber er ist sehr steil. Und man sieht ja auch an dem Lift- und First-Drop-Konstrukt, da ist sehr viel Stahl mit verbaut. Wegen den Felsen drunter, wegen der nicht vorhandenen Möglichkeit, überall auch noch sehr viel Holz drum zu bauen. Das sieht man an anderen Stellen, dass du halt sehr voluminös unten wirst bei dem Ganzen. Und es ist halt wirklich sehr schwer, diese Layouts irgendwie in Worte zu fassen, weil einmal vor allem Alan Schielke voran, der Designer, der sehr viele Layouts für AMC oder fast alle gemacht hat, sich sehr neue, kuriose Sachen ausgedacht hat. Das ist auch so ein bisschen das Besondere bei den AMC-Bahnen, dass sie ganz anders gedacht sind und das auch immer mehr Einfluss findet bei anderen Herstellern und bei deren Design für Layouts. Weil es beginnt dann mit dem Zero-G-Stall. Eins der geilsten Elemente. Du drehst dich auf den Kopf, bleibst aber erstmal kopfüber, bist dabei aber schwerelos und fährst erstmal ein Stück kopfüber, bevor sich die Bahn dann wieder zurück eindreht. Und dann gibt es auch noch 2 Hardline Rolls in der Bahn, wo man sich also um die Herzlinie dreht, sehr schnell. Aber auch ganz viele Elemente wie überneigte Kurven, S-Kurven-Kombinationen und sehr, Sachen, die so ein bisschen Near-Miss schaffen. Man fährt einmal über den Lift hinweg, man fährt aber auch unter den Lift hinweg und man kommt aber von weiter oben, um unter den Lift herzufahren, aber du bist auf Augenhöhe mit dem Lift und das ist so ein sogenannter Headchopper-Effekt, dass du denkst, dein Kopf wird jetzt weggemäht. Und das ist so auch eins von den Elementen bei Near-Miss-Elementen. Ich weiß, es ist ganz schwer in Worte zu fassen. Der verliert auch unterwegs so ein bisschen Geschwindigkeit, beziehungsweise gibt dir die Bahn die Möglichkeit, mal kurz Luft zu holen, weil du ja relativ lang unterwegs bist. Und dann gibst du mal richtig Vollgas. Und es ist halt so cool, wie verknotet das Ganze um die Felsen hier drumherum läuft. In diesem wirklich wahnsinnig schönen Setting hier in Kolmården in Schweden. Also Bilder sagen da auch wieder mehr als 1000 Worte. Und ihr habt ja gerade eben schon ein paar Impressionen zu Wildfire gesehen. Was ich doof finde, ich habe wieder Löcher im T-Shirt. Das passiert gerne mal bei diesen Gurten mit den Bügeln da drauf und den Kräften, die bei diesen AMC-Bahnen wirken. Ist mir schon öfter passiert. Ich habe es in den Kommentaren auch schon bei anderen gelesen, dass das anderen auch schon mehrfach passiert ist. Das ist echt nicht cool, weil man hat schon seine T-Shirts ja zum Tragen und nicht zum Zerstören. Also vor allem nicht, ich trage diese Sachen Ewigkeiten, aber darum soll es gar nicht gehen. Wildfire, richtig gute Bahn. Gar nicht so intensiv wie viele andere AMC-Bahnen und wie ich es erwartet habe. Vor allem in der Front Row ist die Bahn sehr zahm, fährt sehr smooth. Mitte und hinten ist die Bahn nicht so zahm und vor allem in letzter Reihe wuppt die dich überall richtig gut raus. Fährt sich da ein bisschen unruhiger, aber das ist ja auch der Topper-Track und der hat es halt auch so ein bisschen unruhiger, weil du auch überwiegend auf Holz fährst und nicht auf komplett diesen iBox-Kisten. Aber die sehr stark krass gefederten Züge von Rocky Mountain Constructions, die verzeihen sehr viel, kompensieren sehr viel. Und das passt dann auch. Station ist cool gestaltet, ein paar coole, süße Details. Es ist halt auch süß und witzig, wenn dann da steht, dass du keine Axt mitnehmen darfst, weil wir ja im Wald sind und ja, Wildfire, Waldbrand. Und ja, faszinierend, wie das Ding hier steht. Also es ist eine wirklich sehr imposante Bahn, die wirklich sehr beeindruckend aussieht, sehr ikonisch aussieht und in Europa so, wie sie ist, einmalig ist und allgemein wirklich besonders unique. Also kommt auf jeden Fall hier hin, das lohnt sich. Man kann das hier mit super vielen anderen Sachen kombinieren und ich glaube, Schweden ist auch immer eine Reise wert und vor allem nach Kolmården zu Wildfire.